Hi, es ist so viel passiert seit dem Start des Unterwasser-Terrariums. Also lehne dich zurück, es wird sehr interessant sein. Nachdem das Video veröffentlicht wurde, gab es viele Ratschläge. Wir haben die Kommentare gelesen und entschieden, dass so ein kleines Aquarium nicht ausreichen würde, um ein gutes Ökosystem zu bilden. Dafür kauften wir eine neue mit einem doppelten Volumen. Trotz seiner geringen Größe war es schwierig, das erste Aquarium auf den Tisch zum Filmen zu tragen, und wenn es größer wird, wird es noch schwieriger zu tragen. Deshalb haben wir uns entschlossen, einen Stand für ein neues Aquarium zu bauen, das das Tragen erleichtern wird. Wir nahmen eine Holzplatte und zwei schmale Lamellen, die wir mit Leim darauf geklebt haben. Als der Kleber ausgetrocknet war, unser Stand war fertig. Jetzt kann man die Finger darunter stecken, um zuverlässigen Griff zu bekommen. Wir haben alle Einwohner gefangen und zogen ein neues Aquarium um. Anfangs zog der Boden aus dem alten Aquarium. Dann noch etwas frischer Boden bestreut. Wir entschieden uns, unser Holz zum Kochen bringen, um alle Bakterien abzutöten. Die Faden für das Moos haben wir auch im kochenden Wasser gekocht. Schaut ihr, wie sich die Farbe des Wassers nach dem Holzkochen verändert hat. Jetzt kommen die Pflanzen und Wasser. Weil das Aquarium größer geworden ist, haben wir solche Kugeln gekauft. Garnelen mögen sie essen. Wir haben auch eine spezielle Lampe gekauft, die verschiedene LEDs enthält. Sie wird die beste Farbpalette für Unterwasserpflanzen ausstrahlen. Um dem Aquarium zu helfen, sein Ökosystem zu starten, haben wir Heizung eingebaut, weil in der Wärme alle Prozesse schneller ablaufen. Aber es ist nur für Anfang, vor dem Versiegeln werden wir es entfernen. Nach 2 Tagen bemerkten wir, dass das Holz anfing, etwas Schleim auszuscheiden. Das ist nicht gut. Wir nahmen es heraus. Solche Problemelemente brauchen wir nicht. Und anstelle von Holz haben wir einen echten Lavastein aus Vulkan gekauft. Erstens sieht er sehr schön aus. Zweitens enthält wahrscheinlich verschiedene nützliche Mineralien. Und drittens, es ist porös wie ein Schwamm. Diese kleinen Löcher werden nützliche Bakterien und Mikroorganismen besiedeln. Wir haben es auch gut gekocht und hineingelegt. Für Anfang haben wir den Filter und Belüfter eingebaut. Er sättigt das Wasser mit Sauerstoff und filtert es gründlich, da es nach dem Einpflanzen das Wasser etwas schmutzig geworden ist. Dann begannen wir mit dem Vorbereiten unserer Garnelen für Aquarium. Diese Stöcke sind ihre, sagen wir, Kacke. Ihr werdet überrascht sein, wie schnell ihre Verdauung ist. Schaut ihr diese Garnele an. Durch ihre transparente Schale kann man ihr Inneres sehen. Wenn die Garnelen fressen, kommt das Futter in den gelben Magen ein und wird fast sofort verdaut. Nachher kommt es in diesen langen schwarze Röhre. Und das eigentlich der Darm der Garnele ist. Das Essen geht relativ schnell durch, da die Garnelen ständig frisst und dementsprechend ständig kackt. Die Garnelen reinigen sehr gut. Nach dem Umzug die Pflanzen waren mit einer Art Schleim bedeckt, die sie gerne gefressen haben. Und nach ein paar Tagen waren die Pflanzen einfach super sauber. Ich sage noch, dass seit dem Umzug die Garnelen nie gefuttert wurden. Sie aßen ausschließlich Algen oder tote Blätter von Pflanzen. Nach ein paar Tagen fügten wir im Aquarium einige weitere Garnelen hinzu. Im Laufe der Zeit wählen wir und lassen nur die aktivsten und diejenigen, die sich zu so schwierigen Bedingungen angepasst haben. Denn das Wasser bekommt keinen Sauerstoff wie in gewöhnlichen Aquarien. Und Garnelen müssen atmen. Wir hoffen auf die Diffusion von Sauerstoff im Wasser durch die Luftschicht im Aquarium.
plus die Freisetzung von Sauerstoff durch Pflanzen, da sie während der Photosynthese Sauerstoff in Wasser abgeben. Und oft kann man es mit bloßem Auge sehen. Sauerstoffblasen kommen direkt aus den Blättern oder Stängeln der Pflanzen. Im neuen Aquarium haben wir noch nie Garnelen gefuttert, weil nach dem vollständigen Verschließen werden wir keinen Zugang haben. Deswegen ist es jetzt wichtig, die stärksten Garnelen auszuwählen, die sich selbst Futter finden können. Im Aquarium haben wir viel Moos eingepflanzt, das lieben Garnelen. Und alle organischen Stoffe, die sie auch essen, werden darauf abgelegt. Im Laufe der Zeit erschienen Algennadeln auf dem Stein. Die Garnelen essen sie auch. Aber Garnelen brauchen Eiweiß. Und unser Plan war folgender. Wir haben beschlossen, Daphnien zu kaufen. Es sind kleine Krebstiere, die sich von Algen und Mikroorganismen ernähren. Und so reinigen das Wasser. Außer Wasserreinigen sterben einige Tiere an einem natürlichen Alterungsprozess oder aus einem anderen Grund und fallen auf den Boden, wo Garnelen fressen sie. Nach einer Woche war das Aquarium voll mit Daphnien unterschiedlicher Größe. Seht ihr, wie winzig sie sich bewegen, als würden sie mit ihren Pfoten im Wasser hüpfen. Lassen uns sie näher betrachten. Es sieht so ungewöhnlich aus wie eine Art außerirdischer Wesen. Man kann alle Innereien und schwarze Augen sehen. In dieser Daphnie können wir Eier sehen, aus denen neue schlüpfen werden. Wir werden hoffen, dass Daphnie das Aquarium nicht schädigt und zur Bildung ein neues biologisches Gleichgewicht beträgt. Die einzigen, die wir nach ihren Ratschlägen entfernt haben, sind Schnecken. Sie vermehren sich stark und sie sind sehr gefräßig und können alle Pflanzen fressen. Auf der anderen Seite zerreiben die Wände des Aquariums vom Schleim, das die Sicht behindert. Aber wir haben uns eine Alternative ausgedacht. Wir nahmen den üblichen Schwamm und schnitten 2 solche Quadrate aus dem harten Teil heraus. Dann nahmen wir 2 Magnete und einen, der größer war, haben zwischen den Schwämmen gelegt. Die Kanten haben wir genäht. Jetzt können wir ruhig die Innenwände des Aquariums reinigen, auch wenn wir keinen Zugang haben. Damit der äußere Magnet das Glas nicht zerkratzt, wickelten wir es in ein Tuch. Übrigens, Garnelen häuten oft ihre Haut und es sieht ein bisschen beängstigend aus. Wie eine tote Garnele. Beim Kalziummangel, die anderen Garnelen werden fressen diese Haut. Das sind jedoch nicht alle Bewohner unseres Aquariums. Es gibt noch diejenigen, die mit bloßem Auge schwer zu erkennen sind. Wenn wir den Bereich in Bodennähe zoomen, können eine Reihe verschiedener Insekten und andere Organismen sehen. Diese Kreatur heißt Zyklop. Man sieht ihr leuchtendes rotes Auge. Er ist ein Jäger und ernährt sich von anderen kleinen Organismen. Hier ist das Weibchen mit Eier, aus denen kleine Zyklopen schlüpfen werden. Auch im Inneren gab es verschiedene Arten von kleinen Würmern. Ich glaube nicht, dass sie das Aquarium schädigen können. Im Gegenteil, je mehr lebende Organismen leben, desto leichter es ist, das notwendige Ökosystem darin zu bilden. Wir wollten das Aquarium in diesem Video versiegeln, aber wie sich herausstellte, war es noch zu früh dafür. Wir müssten das Reproduktion von Daphnien beobachten und eventuell sie aus dem Aquarium entfernen. Es gibt auch Zweifel an dem Boden, der den Pflanzen ständig Nährstoffe zuführen kann und somit zu einer Übersättigung des Aquariums mit Pflanzen und Algen führen kann. Da diese Pflanze jeden Tag merklich wächst. Seht nur, wie klein es in dem ersten Video war.
Das Experiment ist schon begonnen. Wir futtern Garnelen nicht und wechseln kein Wasser seit einem Monat. Die stärksten Garnelen aussortiert, die sich wohlfühlen und keinen von ihnen gestorben ist. Jeden Tag beobachten wir das Aquarium und seine vollständige Versiegelung ist nicht mehr weit. Schreibt in den Kommentaren Ihre Gedanken und Tipps zur Verbesserung unseres Experiments. Sie helfen wirklich.